Du fährst auf der linken Spur einer breiten, gut ausgebauten Straße und drückst das Gaspedal unbarmherzig nach unten. Die Tachonadel klettert mühelos über die Marke von 200 Kilometern pro Stunde, während die Landschaft um dich herum zu einem verschwommenen Band verschmilzt. Für die allermeisten Menschen auf diesem Planeten wäre diese alltägliche Handlung ein schweres, strafbares Vergehen. In nahezu jedem anderen zivilisierten Land der Erde würde diese immense Geschwindigkeit unweigerlich zum sofortigen Verlust der Fahrerlaubnis führen. Aber in der Bundesrepublik Deutschland ist dieses Verhalten auf weiten Teilen des Straßennetzes schlichtweg legal. Es ist eine beispiellose, globale Anomalie, die im Ausland oft mit einer Mischung aus ungläubigem Staunen und blankem Entsetzen betrachtet wird. Viele Menschen glauben irrtümlicherweise, es sei lediglich ein verstaubtes Relikt aus einer vergangenen Epoche, das die heutige Politik schlichtweg vergessen hat zu regulieren. Aber hinter diesem fehlenden runden Schild am Straßenrand verbirgt sich ein tiefes, komplexes Geflecht aus industrieller Macht, historischer Identität und knallharter Ingenieurskunst. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum ein unsichtbares Gesetz auf unseren Straßen den mächtigsten Wirtschaftszweig einer ganzen Nation am Leben hält. Wir klären, wie die eiskalte Physik der Fahrbahndicke schwere Unfälle verhindert und warum eine simple Geschwindigkeitsbegrenzung politische Karrieren unweigerlich zerstört. Wenn du die verborgene Mechanik hinter den hitzigsten Debatten unserer Gesellschaft verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um den stählernen Mythos der freien Fahrt zu entwirren, müssen wir tief in das frühe 20. Jahrhundert zurückblicken. Ein hartnäckiger historischer Irrtum besagt bis heute fälschlicherweise, dass die Nationalsozialisten die Autobahn erfunden hätten. Die fundamentale Wahrheit ist jedoch, dass die allererste reine Autostraße bereits im Jahr 1932 durch den damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer feierlich eröffnet wurde. Die spätere Diktatur riss dieses architektonische Konzept lediglich an sich, um es für weitreichende militärische und propagandistische Zwecke zu missbrauchen. Interessanterweise führten genau diese Machthaber im Jahr 1939 ein strenges Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde ein, um wertvollen Treibstoff für den nahenden Krieg zu sparen. Die grenzenlose gesetzliche Freiheit auf dem Asphalt ist somit beileibe keine uralte deutsche Tradition, sondern ein Produkt der aufblühenden Wirtschaftswunderjahre nach dem Zweiten Weltkrieg. In der neu gegründeten Republik wurde das schnelle Automobil zum ultimativen, greifbaren Symbol für den wiedergewonnenen Wohlstand und die persönliche Unabhängigkeit. Die erste ernsthafte Bedrohung für diese neu gewonnene Freiheit trat in den frühen 1970er Jahren auf. Die globale Ölkrise traf die deutsche Wirtschaft mit unbarmherziger Härte und zwang die Regierung zu beispiellosen, drastischen Maßnahmen. Um die schwindenden nationalen Benzinreserven zu strecken, verhängte der Staat kurzfristig ein striktes Limit von 100 Kilometern pro Stunde auf allen Fernstraßen. Zusätzlich wurden weitreichende, autofreie Sonntage ausgerufen, an denen die breiten Asphaltbänder gespenstisch still und leer blieben. Doch sobald die internationalen Ölquellen wieder flossen, begehrte die deutsche Bevölkerung vehement gegen diese staatlichen Einschränkungen auf. Die Regierung sah sich gezwungen, das harte Limit aufzuheben und durch eine weiche, unverbindliche Richtgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde zu ersetzen. Dieser politische Kompromiss aus dem Jahr 1978 bildet bis zum heutigen Tag das rechtliche Fundament der deutschen Autobahn. Der maßgebliche Grund, warum dieser Kompromiss unzählige Jahrzehnte überdauerte, liegt in den gläsernen Türmen der deutschen Automobilkonzerne. Die Automobilindustrie ist das unangefochtene, eiserne Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft und sichert das direkte Überleben von unzähligen Familien. Unternehmen wie Porsche, BMW und Mercedes-Benz bauten ihr gesamtes globales Markenimage auf einem einzigen zentralen Versprechen auf. Sie konstruieren Fahrzeuge, die selbst bei Geschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde makellos, sicher und ruhig auf der Straße liegen. Die bewusste Abwesenheit eines Limits auf dem heimischen Markt dient als der ultimative, reale Prüfstand für diese hochkomplexe Ingenieurskunst. Es ist ein beispielloses Verkaufsargument, das zahlungskräftige Kunden aus Asien und Nordamerika dazu bewegt, immense Summen für ein deutsches Fabrikat auszugeben. Ein gesetzliches Tempolimit würde dieses exklusive, technische Verkaufsargument unweigerlich entwerten und die heimische Industrie ihrer stärksten globalen Identität berauben. Doch die schiere Macht der Industrielobby allein reicht nicht aus, um ein solches Gesetz in einer modernen Demokratie dauerhaft zu verhindern.
Der Slogan für die freie Fahrt, der in den 1970er Jahren vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub geprägt wurde, traf den empfindlichen Nerv einer ganzen Nation. In einem Land, das für seine unbarmherzige Bürokratie, seine strikten Vorschriften und seine dichten Regelwerke weltberühmt ist, bildet die Autobahn das letzte, unerforschte Reservat der persönlichen Freiheit. Das Gaspedal fernab von behördlichen Begrenzungen selbst zu kontrollieren, wird von einem großen Teil der Bevölkerung als ein unveräußerliches bürgerliches Grundrecht betrachtet. Ähnlich wie der private Waffenbesitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Geschwindigkeit in Deutschland längst keine rationale, sachliche Debatte mehr. Es ist ein tief verwurzelter, emotionaler Kulturkampf, bei dem es um die fundamentale Definition der individuellen Handlungsfreiheit gegenüber der staatlichen Bevormundung geht. Wenn man jedoch wirklich rationale Argumente sucht, muss man den Blick auf die unnachgiebige Physik der deutschen Straßenbaukunst richten. Die deutschen Autobahnen gehören aus architektonischer Sicht zu den sichersten, teuersten und widerstandsfähigsten Verkehrswegen der gesamten Erde. Die Fahrbahndecke ist oftmals mehr als doppelt so dick wie auf amerikanischen Highways, um den enormen Kräften schwerer Lastkraftwagen und schneller Fahrzeuge dauerhaft standzuhalten. Die Kurvenradien sind mathematisch meisterhaft berechnet, um tückische Fliehkräfte zu minimieren, und starke Steigungen werden durch kostspielige Tunnel oder gewaltige Brücken vermieden. Zusätzlich sorgen doppelte Leitplanken, ein tiefes Fundament und ein striktes Rechtsfahrgebot für eine stringente, berechenbare Ordnung auf dem Asphalt. Die Ingenieure haben ein logistisches System konstruiert, das menschliche Fehler bis zu einem gewissen Grad verzeiht und die physikalischen Grenzen des Machbaren kontinuierlich nach oben verschiebt. Diese architektonische Überlegenheit spiegelt sich unmissverständlich in den nüchternen, kalten Zahlen der Unfallstatistiken wider. Obwohl unzählige Fahrzeuge tagtäglich mit atemberaubender Geschwindigkeit über diese Straßen jagen, passieren hier verhältnismäßig wenige fatale Unglücke. Die allermeisten schweren und tödlichen Verkehrsunfälle in Deutschland ereignen sich beileibe nicht auf den freien Autobahnen, sondern auf engen, unübersichtlichen Landstraßen. Dort lauern ungeschützte Bäume, plötzlicher Gegenverkehr und unberechenbares Wild, was diese Strecken zu einer weitaus tödlicheren Falle für Autofahrer macht. Im direkten internationalen Vergleich liegt die Bundesrepublik bei der Verkehrssicherheit im vorderen, positiven Drittel weit vor vielen Nationen mit strengen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Aus einer rein statistischen Perspektive ist ein generelles Tempolimit somit nicht der wirkungsvollste Hebel, um die Zahl der Verkehrstoten drastisch zu senken. In den vergangenen Jahren hat sich das Zentrum dieser hitzigen Debatte jedoch fundamental in eine neue Richtung verschoben. Der politische Fokus liegt heute nicht mehr primär auf der unmittelbaren Verkehrssicherheit, sondern auf dem unbarmherzigen Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen. Die unabänderlichen Gesetze der Physik diktieren, dass der Luftwiderstand eines Fahrzeugs im Quadrat zur gefahrenen Geschwindigkeit ansteigt. Ein schweres Auto, das 160 km pro Stunde fährt, verbrennt unweigerlich signifikant mehr Treibstoff als ein Fahrzeug bei 130 km pro Stunde. Wissenschaftliche Studien von Bundesbehörden belegen unmissverständlich, dass ein generelles Limit viele Millionen Tonnen an schädlichem Kohlendioxid pro Jahr einsparen würde. Für die Befürworter eines Limits ist dies das ultimative, rationale Argument im Kampf gegen den drohenden klimatischen Wandel unserer Zeit. Für die strikten Gegner bleibt es jedoch eine vernachlässigbare, kosmetische Maßnahme, die den enormen, schmerzhaften Verlust an persönlicher Freiheit schlichtweg nicht rechtfertigt. In der jüngsten Gegenwart wird diese emotionale Debatte jedoch von einer gänzlich unerwarteten, technologischen Seite her aufgerollt. Der unaufhaltsame Vormarsch der reinen Elektromobilität verändert das menschliche Verhalten auf der linken Überholspur auf eine fundamentale Art und Weise. Moderne Elektroautos sind oftmals bei einer Geschwindigkeit von 160 oder 180 km pro Stunde elektronisch hart abgeriegelt, um die empfindlichen Batterien vor dem Hitzetod zu schützen. Zudem lehrt die raue Physik der Elektromotoren die Fahrer eine eiserne Disziplin in Sachen Energieverbrauch und Reichweite. Wer ein solches Fahrzeug mit 200 km pro Stunde über den Asphalt treibt, leert die teure Batterie in einem beispiellos rasanten Tempo. Die Angst vor dem drohenden Reichweitenverlust zwingt selbst passionierte Schnellfahrer zu einem moderaten, gelassenen Tempo auf der rechten Spur. Der technologische Wandel der Antriebe könnte somit ganz von allein und ohne ein einziges politisches Gesetz das Ende des grenzenlosen Rasens einläuten. An genau dieser unüberwindbaren ideologischen Frontlinie ist die deutsche Politik seit vielen Jahrzehnten vollständig erstarrt.
Jede Regierung, die den ehrlichen Versuch unternimmt, dieses heilige Gesetz anzutasten, riskiert unweigerlich den massiven Zorn von Millionen wahlberechtigten Pendlern und einflussreichen Wirtschaftsverbänden. Auch die aktuelle konservative Führung unter Bundeskanzler Friedrich Merz hält mit unnachgiebiger Härte an der traditionellen freien Fahrt für Bürger fest. Ein striktes Verbot gilt in diesen höchsten Kreisen oftmals als unerträgliches Symbol für staatliche Gängelung und als ernste Bedrohung für den industriellen, technologischen Fortschritt der gesamten Nation. Das umstrittene Thema wird von der Politik meisterhaft umschifft, in endlose Ausschüsse verwiesen oder durch alternative Vorschläge zur technologischen Verkehrssteuerung entschärft. Solange die schweigende Mehrheit der wählenden Gesellschaft nicht vehement eine Veränderung einfordert, wird die politische Kaste diesen gefährlichen, schlafenden Hund beileibe nicht wecken. Die Autobahn ohne Tempolimit ist somit weitaus mehr als ein simples Stück grauer Asphalt ohne ein rundes Schild am Straßenrand. Sie ist das destillierte, fließende Symbol für die komplexen, tiefen Widersprüche der modernen deutschen Seele. Sie vereint die beispiellose, stählerne Ingenieurskunst der heimischen Wirtschaft mit dem unbändigen Drang nach individueller, grenzenloser Freiheit in einem ansonsten stark regulierten Land. Der unaufhörliche Streit um diese Straßen spiegelt den ewigen Konflikt zwischen rationaler Vernunft, ökologischer Verantwortung und tiefen emotionalen Sehnsüchten wider. Und genau aus diesem unlösbaren Konflikt heraus wird dieses unsichtbare Gesetz auf unseren Straßen noch für eine sehr lange Zeit unangetastet bleiben.